Lektion 1: Schlafenszeitroutine. Ich versuche gegen 23 Uhr ins Bett zu gehen. Das ist eine gute Angewohnheit. Eine konstante Schlafenszeit ist wichtig für einen guten Schlaf. Ja, ich finde, dass das Festhalten an einer Routine mir hilft, schneller einzuschlafen. Machst du vor dem Schlafengehen etwas Bestimmtes, um dich zu entspannen? Normalerweise lese ich ein Buch oder höre beruhigende Musik. Es hilft mir, mich zu entspannen. Das klingt reizend. Ich nehme vor dem Schlafengehen gerne ein warmes Bad, um meine Muskeln zu entspannen. Das ist eine tolle Idee. Ein Bad kann sehr beruhigend sein. Ich vermeide auch mindestens eine Stunde vor dem Schlafengehen Bildschirme. Das blaue Licht kann den Schlaf stören. Das sollte ich versuchen. Ich scrolle oft vor dem Schlafengehen durch mein Handy. Es ist eine weit verbreitete Angewohnheit, aber die Reduzierung der Bildschirmzeit kann einen großen Unterschied machen. Ich werde es versuchen. Danke für den Vorschlag. Du bist willkommen. Ich hoffe, diese Tipps helfen dir, erholsam zu schlafen. Ich weiß es zu schätzen. Guter Schlaf ist für einen produktiven Tag unerlässlich. Absolut. Süße Träume, John. Danke, Anna. Hab auch eine gute Nacht. Lektion 2: Köstlichkeiten der thailändischen Küche. Oh, ich liebe thailändisches Essen. Hast du gestern welche probiert? Ja, ich hatte Pad Thai zum Mittagessen. Es war köstlich. Pad Thai ist auch einer meiner Favoriten. Hast du noch andere Gerichte probiert? Ich hatte auch Tom Yum Suppe. Die Aromen waren so lebendig und würzig. Das klingt fantastisch. Fandest du es zu scharf? Es hatte einen Kick, aber ich mag scharfes Essen. Es war genau das Richtige für mich. Ich freue mich, dass es dir gefallen hat. Hattest du einen Nachtisch? Ja, ich habe zum ersten Mal Mango-Klebreis probiert. Es war eine herrliche Kombination aus süß und klebrig. Mango-Klebreis ist ein klassisches thailändisches Dessert. Es freut mich, dass es dir gefallen hat. Ich verstehe, warum es so beliebt ist. Hast du in letzter Zeit neue thailändische Gerichte probiert? Ich habe kürzlich grünes Curry gegessen und es war fantastisch. Die Aromen waren so reich und duftend. Grünes Curry steht auf meiner Liste zum Ausprobieren. Ich habe großartige Dinge darüber gehört. Du solltest es auf jeden Fall ausprobieren. Ich denke, du wirst es genießen. Das werde ich. Danke für die Empfehlung, John. Gern geschehen, Anna. Thailändisches Essen ist immer ein Genuss. Absolut. Lass uns bald wieder hierher kommen und mehr Gerichte probieren. Das klingt nach einem Plan. Darauf freue ich mich. Ich auch, John. Das wird ein kulinarisches Abenteuer. In der Tat, Anna. Bis dahin lassen Sie uns die Erinnerungen an das gestrige Thai-Fest genießen. Lektion 3: Produktverkäufe analysieren. Ich habe einen Rückgang der Produktverkäufe festgestellt. Wir müssen die Gründe analysieren. Das ist besorgniserregend.
Lassen Sie uns Daten sammeln, um zu verstehen, was passiert. Einverstanden. Wir sollten die Verkaufszahlen für jede Produktkategorie untersuchen. Wir können uns auch das Kundenfeedback ansehen, um etwaige Probleme zu identifizieren. Gute Idee. Wir müssen herausfinden, ob Qualitäts- oder Preisprobleme bestehen. Es ist auch wichtig, Markttrends zu beurteilen. Bieten unsere Wettbewerber bessere Alternativen an? Absolut. Wir sollten eine Wettbewerbsanalyse durchführen, um die Nase vorn zu haben. Wir sollten auch unsere Marketingstrategien überprüfen. Erreichen wir effektiv unsere Zielgruppe? Das ist ein entscheidender Punkt. Unsere Marketingkampagnen müssen möglicherweise angepasst werden. Darüber hinaus sollten wir unsere Vertriebskanäle überprüfen. Gibt es Engpässe oder Ineffizienzen? Der Vertrieb könnte dazu beitragen. Wir müssen eine reibungslose Logistik sicherstellen. Wir sollten auch das Verkaufsteam einbeziehen. Sie haben wertvolle Erkenntnisse aus der Interaktion mit Kunden. Du hast recht. Die Beiträge des Vertriebsteams können zu einem tieferen Verständnis der Kundenbedürfnisse führen. Sobald wir alle Daten haben, können wir sie analysieren und Muster oder Korrelationen identifizieren. Diese Analyse wird uns helfen, die Grundursachen des Umsatzrückgangs zu ermitteln. Von dort aus können wir einen Aktionsplan entwickeln, um die Probleme anzugehen und den Umsatz zu steigern. Exakt. Wir müssen proaktiv nach Lösungen suchen. Einverstanden. Lassen Sie uns ein Treffen mit dem Team vereinbaren, um den Analyseprozess in Gang zu bringen. Das ist ein guter nächster Schritt. Zusammenarbeit ist der Schlüssel zur Suche nach effektiven Lösungen. Ich bin zuversichtlich, dass wir mit einer gründlichen Analyse die Situation umkehren können. Das glaube ich auch. Machen wir uns an die Arbeit und finden wir Wege, unseren Produktverkauf zu verbessern. Wir sind bereit für die Herausforderung, John. Zusammen können wir einen Unterschied machen. In der Tat, Anna. Lassen Sie uns unseren Weg zum Erfolg analysieren und Strategien entwickeln. Lektion 4: Einprägsame Charaktere entwickeln. Bei der Erstellung einer Geschichte sind Charaktere entscheidend. In meinem letzten Projekt gab es 4 Hauptfiguren. Charaktere erwecken Geschichten zum Leben. Erzähl mir mehr über sie. Die erste Figur war ein mutiges und abenteuerlustiges junges Mädchen namens Lily. Klingt nach einem starken Protagonisten. Wer waren die anderen Charaktere? Es gab einen weisen alten Zauberer namens Merlin, der Lily auf ihrer Reise begleitete. Eine Mentorfigur verleiht der Geschichte Tiefe. Wer war noch in deiner Besetzung? Lillys treuer und schelmischer Begleiter war ein sprechender Fuchs namens Finn. Tierfiguren können einzigartige Perspektiven bieten. Wer war der letzte Charakter? Die Hauptgegnerin war eine listige und machthungrige Zauberin namens Morgana. Bösewichte sorgen für Konflikte und Spannungen. Wie haben diese Charaktere interagiert? Lily und Finn gingen eine starke Bindung ein, während sie sich gemeinsam Herausforderungen stellten. Freundschaft und Teamwork sind wichtige Themen. Was ist mit Merlin und Morgana? Merlin war Lillys Mentorin und führte sie zu ihrem Schicksal.
Morgana versuchte ständig, ihren Fortschritt zu vereiteln. Ein klassischer Kampf zwischen Gut und Böse. Irgendwelche Charakterbögen oder Entwicklungen. Lily begann als schüchternes Mädchen, wurde aber am Ende zu einer mutigen Heldin. Das Charakterwachstum ist überzeugend. Haben sich Ihre Leser mit Ihnen verbunden? Ja, viele Leser haben sich in Lillys Reise einfühlen können und fanden die Charaktere einprägsam. Das zeichnet gut gemachte Charaktere aus. Was ist dein nächstes Schreibprojekt? Ich arbeite an einem Kriminalroman mit einer Kriminalfigur, die eine komplexe Vergangenheit hat. Faszinierend. Charaktere mit Tiefgang machen Mysterien fesselnder. Halte mich über deine Fortschritte auf dem Laufenden. Das werde ich, Anna. Charaktere lassen Geschichten wirklich lebendig werden. Das tun sie, John. Viel Spaß beim Schreiben und mögen Ihre Charaktere die Leser weiterhin fesseln. Danke, Anna. Auf die Kreation unvergesslicher Charaktere in unseren Geschichten. Lektion 5. Hausgemachten Teig zubereiten. Wie macht man den Teig? Ist es schwierig? Nein, es ist eigentlich ganz einfach. Du brauchst nur ein paar einfache Zutaten. Welche Zutaten benötige ich, um selbstgemachten Teig zuzubereiten? Du brauchst Mehl, Wasser, Hefe, Salz und ein bisschen Zucker. Benötige ich spezielle Ausrüstung oder Werkzeuge? Eine Rührschüssel, Messbecher und ein Holzlöffel sollten ausreichen. Wie starte ich die Teigherstellung? Mischen Sie zuerst die Hefe und den Zucker mit warmem Wasser und lassen Sie es einige Minuten stehen, bis es schaumig wird. Was ist der Zweck der Hefezuckermischung? Die Hefe hilft dem Teig beim Aufgehen, und der Zucker nährt die Hefe und hilft ihr beim Wachsen. Was ist der nächste Schritt, wenn die Hefemischung fertig ist? Fügen Sie der Mischung nach und nach Mehl und Salz hinzu, während Sie mit einem Holzlöffel umrühren. Wie viel Mehl sollte ich hinzufügen? Beginnen Sie mit einer Tasse Mehl und fügen Sie weitere hinzu, bis der Teig eine weiche, leicht klebrige Kugel bildet. Soll ich den Teig kneten? Ja, den Teig auf eine leicht bemehlte Fläche stürzen und circa 5 bis 10 Minuten kneten, bis er glatt und elastisch wird. Muss ich den Teig gehen lassen? Ja, legen Sie den Teig in eine gefettete Schüssel, decken Sie ihn mit einem sauberen Küchentuch ab und lassen Sie ihn etwa eine Stunde lang an einem warmen Ort gehen oder bis er sich verdoppelt hat. Was ist der letzte Schritt? Stanzen Sie den Teig durch, um Luftblasen zu entfernen, und schon kann er geformt oder in Ihrem Rezept verwendet werden. Danke für die Anleitung, Anna. Ich kann es kaum erwarten, zu Hause zu versuchen, Teig zu machen. Gern geschehen, John. Hausgemachter Teig ist vielseitig und köstlich. Viel Spaß beim Experimentieren damit. Das werde ich, Anna. Das weiß ich zu schätzen, dass Sie uns beraten. Lass uns unsere Hände in der Küche teigig machen. Lektion 6. Gesundheit in der täglichen Routine priorisieren. Routine, ja? Ja, habe ich. Mir wurde klar, dass ich meine Gesundheit zu einer Priorität machen musste. Das ist großartig, John. Es ist wichtig, auf sich selbst aufzupassen.
Welche Änderungen nimmst du vor? Ich beginne mit einem morgendlichen Training, um meinen Körper in Bewegung zu bringen und Energie zu tanken. Bewegung ist ein fantastischer Start in den Tag. Was sonst? Ich nehme gesündere Lebensmittel in meine Mahlzeiten auf, wie zum Beispiel mehr Obst und Gemüse. Eine ausgewogene Ernährung versorgt Körper und Geist. Irgendwelche anderen Anpassungen? Ich nehme mir auch Zeit für Entspannung und Stressbewältigung, zum Beispiel für Achtsamkeit. Es ist genauso wichtig, auf Ihr geistiges Wohlbefinden zu achten. Wie läuft es bisher? Es ist herausfordernd, aber lohnend. Ich fühle mich den ganzen Tag über energiegeladener und konzentrierter. Das ist ein positives Zeichen. Bist du auf irgendwelche Hindernisse gestoßen? Manchmal ist es verlockend, zu alten Gewohnheiten zurückzukehren, aber ich erinnere mich an meine Ziele und bleibe engagiert. Bleib entschlossen, John. Du nimmst positive Veränderungen für dein langfristiges Wohlbefinden vor. Danke, Anna. Deine Unterstützung bedeutet mir viel. Irgendwelche Tipps, um motiviert zu bleiben? Finden Sie Aktivitäten, die Ihnen Spaß machen, und machen Sie sie zu einem Teil Ihrer Routine. Umgib dich mit unterstützenden Menschen. Das behalte ich im Hinterkopf. Es ist wichtig, einen nachhaltigen und angenehmen Lebensstil zu schaffen. Absolut. Denken Sie daran, dass kleine Schritte zu lang anhaltenden Ergebnissen führen. Du bist auf dem richtigen Weg. Ich weiß deine Ermutigung zu schätzen, Anna. Auf eine gesündere und glücklichere Zukunft. Prost, John. Ich bin zuversichtlich, dass Sie Ihre Gesundheitsziele erreichen werden. Macht weiter mit der großartigen Arbeit. Das werde ich, Anna. Lassen Sie uns einander inspirieren, unserem Wohlbefinden Priorität einzuräumen. Lektion 7. Erkunden Sie die Grenzen von Paris. Hast du irgendwelche Tagesausflüge außerhalb von Paris gemacht? Ja, ich habe einen Tagesausflug nach Versailles gemacht. Es war großartig. Was hat dir an Versailles am besten gefallen? Die Pracht des Palastes und seiner atemberaubenden Gärten hat mich beeindruckt. War es einfach, von Paris nach Versailles zu kommen? Ja, ich habe eine kurze Zugfahrt gemacht, und es war sehr praktisch. Haben Sie an einer Führung teilgenommen oder auf eigene Faust erkundet? Ich entschied mich für eine Führung, um mehr über die Geschichte und Bedeutung des Palastes zu erfahren. Gab es irgendwelche Highlights der Tour, die dir aufgefallen sind? Der Spiegelsaal war atemberaubend. Die Reflexionen und die komplizierten Details waren faszinierend. Das klingt unglaublich. Hattest du auch Zeit, die Gärten zu erkunden? Ja, die Gärten waren riesig und wunderschön angelegt. Es war eine ruhige Flucht aus der geschäftigen Stadt. Gab es noch andere Attraktionen oder Sehenswürdigkeiten, die Sie besucht haben? Ich habe auch die Trianon-Paläste besucht, die kleiner, aber genauso reizvoll waren. Es klingt nach einem erfüllenden Tagesausflug. Würden Sie es anderen empfehlen? Versailles ist aufgrund seiner historischen und architektonischen Bedeutung auf jeden Fall ein Muss. Irgendwelche Tipps für jemanden, der einen Tagesausflug nach Versailles plant? Kommen Sie früh an, um den Menschenmassen zu entgehen,
Und tragen Sie bequeme Schuhe, um in den Gärten spazieren zu gehen. Danke, dass du deine Erfahrung geteilt hast, Anna. Es macht mir Lust, auch eine Reise nach Versailles zu planen. Gern geschehen, John. Es ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Ich hoffe, du hast bald die Gelegenheit zu gehen. Ich werde es auf jeden Fall zu meiner Reisebucketlist hinzufügen. Lassen Sie uns weiterhin gemeinsam neue Ziele erkunden. Lektion 8. Erkunden Sie das neue Café in der Stadt. Hast du das neue Café in der Stadt ausprobiert? Ja, habe ich. Es heißt Savour Delichts und es ist fantastisch. Was hat dir an dem Café am besten gefallen? Das gemütliche Ambiente und das köstliche Gebäck, das sie servieren, sind erstklassig. Gab es herausragende Gerichte auf Ihrer Speisekarte? Ihre Croissants und Kaffeespezialitäten sind absolut göttlich. Das klingt verlockend. Hast du andere Artikel ausprobiert? Ja, ich hatte auch ihre Quiche, und sie war köstlich. War das Café überfüllt, als du es besucht hast? Es war ziemlich voll, aber der Service war immer noch ausgezeichnet. Hatten sie irgendwelche einzigartigen Merkmale oder Dekorationen? Das Café hatte ein bezauberndes Vintage-Thema mit wunderschönen Kunstwerken an den Wänden. Haben sie glutenfreie oder vegane Optionen angeboten? Ja, sie hatten eine Vielzahl von Optionen, um auf unterschiedliche Ernährungsbedürfnisse einzugehen. Wie würdest du dein Gesamterlebnis im Café bewerten? Ich würde ihm solide 10 von 10 Punkten geben. Ich kann es kaum erwarten, wiederzukommen. Irgendwelche Tipps für jemanden, der plant, Savour Delichts zu besuchen? Kommen Sie früh, um sich einen Tisch zu sichern, besonders zu Spitzenzeiten. Danke für die Empfehlung, Anna. Ich werde es mir bald ansehen. Gern geschehen, John. Du wirst es bestimmt genießen. Lass uns irgendwann einen gemeinsamen Besuch planen. Das klingt nach einem Plan. Neue Cafés zu erkunden ist immer ein herrliches Erlebnis. Dem stimme ich voll und ganz zu, John. Auf die Entdeckung weiterer verborgener Juwelen in unserer Stadt. Prost darauf, Anna. Lasst uns unsere kulinarischen Abenteuer fortsetzen. Lektion 9. Pflege von Zimmerpflanzen. Hast du jemals darüber nachgedacht, Zimmerpflanzen zu pflegen? Ja, habe ich. Sie können Leben und Frische in jeden Raum bringen. Gibt es bestimmte Pflanzen, die du Anfängern empfehlen würdest? Spinnenpflanzen, Pothos und Schlangenpflanzen sind großartige Optionen. Sie sind pflegeleicht und widerstandsfähig. Wie oft müssen Zimmerpflanzen normalerweise gewässert werden? Das hängt von der Pflanze und ihrer Umgebung ab, aber die meisten Zimmerpflanzen bevorzugen eine moderate Bewässerung einmal pro Woche. Was ist mit Sonnenlicht? Brauchen sie direktes Sonnenlicht? Einige Pflanzen gedeihen bei direkter Sonneneinstrahlung, während andere indirekte oder schwache Lichtverhältnisse bevorzugen. Es ist am besten, die Bedürfnisse jeder Pflanze zu Gibt untersuchen. es häufige Fehler, die es bei der Pflege von Zimmerpflanzen zu vermeiden gilt? Überwässerung und unzureichende Entwässerung sind häufige Fehler. Es ist wichtig, das richtige Gleichgewicht zu finden.
Benötigen Zimmerpflanzen spezielle Düngemittel oder Pflanzennahrung? Zimmerpflanzen profitieren von gelegentlichem Düngen während der Vegetationsperiode. Achten Sie auf ausgewogene, wasserlösliche Düngemittel. Gibt es neben der Ästhetik noch weitere Vorteile, Zimmerpflanzen zu haben? Absolut. Zimmerpflanzen können die Luftqualität verbessern, Stress reduzieren und die Stimmung und Produktivität steigern. Welche Anzeichen deuten darauf hin, dass eine Pflanze Aufmerksamkeit oder Pflege benötigt? Vergilbte Blätter, Welken oder übermäßige Trockenheit können auf Probleme mit der Bewässerung oder Beleuchtung hinweisen. Haben Sie Tipps für jemanden, der neu in der Pflege von Zimmerpflanzen ist? Beginnen Sie mit pflegeleichten Pflanzen, beobachten Sie deren Bedürfnisse und erweitern Sie Ihre Sammlung schrittweise. Geduld ist der Schlüssel. Danke für den Rat, Anna. Ich freue mich, etwas Grün in mein Zuhause bringen zu können. Gern geschehen, John. Zimmerpflanzen können lohnende Begleiter sein. Viel Spaß auf Ihrer Reise mit neuen Pflanzen. Das werde ich, Anna. Lasst uns die Schönheit der Natur in unseren eigenen Lebensräumen schätzen. Lektion 10. Erschwingliche Optionen finden. Haben Sie Tipps, wie Sie erschwingliche Optionen finden können? Unbedingt. Ein Tipp ist, die Preise vor dem Kauf online zu vergleichen. Gibt es bestimmte Websites oder Plattformen, die Sie für Preisvergleichseinkäufe empfehlen? Websites wie Amazon, eBay und Preisvergleichsmaschinen wie Google Shopping können Ihnen helfen, die besten Angebote zu finden. Was ist mit dem Einkaufen vor Ort? Irgendwelche Tipps, um erschwingliche Optionen in Geschäften zu finden? Halten Sie Ausschau nach Verkaufs- und Ausverkaufsbereichen und erwägen Sie, außerhalb der Hauptsaison einzukaufen, um bessere Preise zu erhalten. Gibt es Apps oder Coupon-Websites, mit denen Sie Geld sparen können? Ja, Apps wie Honey, Rakuten und Coupon-Websites wie RTME Not bieten Rabatte und Angebote für verschiedene Produkte. Gibt es Strategien, um Geld zu sparen, wenn es um Lebensmittel geht? Wenn Sie Mahlzeiten planen, eine Einkaufsliste erstellen und Gutscheine verwenden, können Sie Lebensmittelkosten sparen. Gibt es budgetfreundliche Alternativen zu Markenprodukten? Ja, Handelsmarken oder generische Versionen von Produkten bieten oft eine ähnliche Qualität zu geringeren Kosten. Was ist mit Kleidung? Irgendwelche Tipps, um erschwingliche Kleidungsoptionen zu finden? Second-Hand-Läden, Konsignationsläden und Online-Marktplätze wie Poshmark können tolle Angebote für Kleidung anbieten. Wie kann man bei Unterhaltungs- und Freizeitaktivitäten Geld sparen? Suchen Sie nach kostenlosen Gemeinschaftsveranstaltungen, erkunden Sie lokale Parks und erwägen Sie, Streamingdienste anstelle teurer Kabelpakete zu abonnieren. Gibt es noch andere allgemeine Tipps zum Geldsparen? Lege ein Budget fest, verfolge deine Ausgaben und priorisiere deine Bedürfnisse vor deinen Wünschen. Wie kann man impulsiven Käufen widerstehen und das Budget einhalten? Gönnen Sie sich eine Bedenkzeit, bevor Sie einen Kauf tätigen, und fragen Sie sich, ob es sich um einen notwendigen oder impulsiven Kauf handelt. Danke, dass du diese wertvollen Tipps geteilt hast, Anna. Ich werde sie auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Gern geschehen, John.
Geld sparen kann eine lohnende Angewohnheit sein. Genießen Sie die Vorteile, erschwingliche Optionen zu finden. Das werde ich, Anna. Treffen wir kluge finanzielle Entscheidungen und lassen wir unser Geld höher stecken. Lektion 11. Sich der Anweisungen und Regeln bewusst sein. Das ist praktisch. Gibt es irgendwelche Anweisungen oder Regeln, die ich beachten sollte? Ja, es gibt ein paar wichtige Richtlinien, die im Fitnessstudio befolgt werden müssen. Kannst du mir einen Überblick über die Etikette im Fitnessstudio geben? Sicher. Wischen Sie Geräte nach Gebrauch ab, respektieren Sie die Privatsphäre anderer und vermeiden Sie lautes oder störendes Verhalten. Gibt es spezielle Anforderungen an die Kleiderordnung? Die meisten Fitnessstudios haben eine Kleiderordnung. Achten Sie darauf, angemessene Trainingskleidung und saubere, nicht abfärbende Schuhe Was zu ist mit der tragen. Benutzung der Fitnessgeräte? Gibt es irgendwelche Protokolle, die du beachten solltest? Stellen Sie das Gerät immer auf Ihre richtigen Einstellungen ein und achten Sie darauf, dass andere darauf warten, die Maschinen zu benutzen. Gibt es Zeitbeschränkungen oder Spitzenzeiten, die ich beachten sollte? Einige Fitnessstudios haben Spitzenzeiten, wenn es voller ist. Es ist hilfreich, dein Training entsprechend zu planen. Wie wäre es mit der Nutzung der Umkleideräume und Duschen? Respektieren Sie die Privatsphäre anderer, halten Sie die Bereiche sauber und lassen Sie persönliche Gegenstände nicht unbeaufsichtigt. Gibt es Kurse oder Programme, an denen ich im Fitnessstudio teilnehmen kann? Viele Fitnessstudios bieten verschiedene Kurse und Programme wie Yoga, Spin oder Krafttraining an. Sehen Sie im Zeitplan nach, welche Optionen verfügbar sind. Gibt es zusätzliche Gebühren für Kurse oder persönliche Trainingseinheiten? Für einige Kurse oder persönliche Trainingseinheiten können zusätzliche Gebühren anfallen. Erkundigen Sie sich an der Rezeption des Fitnessstudios nach weiteren Informationen. Kann ich einen Gast oder einen Freund mit ins Fitnessstudio nehmen? In einigen Fitnessstudios sind Gäste zugelassen, es gelten jedoch möglicherweise besondere Richtlinien und Gebühren für den Zugang durch Gäste. Erkundigen Sie sich vorher beim Gibt es Fitnessstudio. irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen oder Notfallprotokolle? Fitnessstudios verfügen in der Regel über Sicherheitsmaßnahmen wie Erste-Hilfe-Sets und Notausgänge. Machen Sie sich mit Ihren Standorten vertraut. Wie kann ich im Fitnessstudio Hilfe erhalten oder Fragen stellen? Das Personal oder die Trainer des Fitnessstudios stehen Ihnen gerne zur Verfügung. Zögern Sie nicht, ihnen Fragen zu stellen oder sich beraten zu lassen. Danke, dass du all diese wichtigen Details erklärt hast, Anna. Ich werde sicherstellen, dass ich die Richtlinien befolge. Gern geschehen, John. Genieß dein Training und mach das Beste aus deiner Zeit im Fitnessstudio. Das werde ich, Anna. Lassen Sie uns Sicherheit, Respekt und ein positives Fitnesserlebnis in den Vordergrund stellen. Lektion 12. Pasta von Grund auf neu zubereiten. Pasta von Grund auf? Wow, das muss ein ziemliches Erlebnis gewesen sein. Das war es. Pasta von Grund auf neu zuzubereiten ist ein lohnender und unterhaltsamer Prozess. Welche Zutaten brauchen wir, um hausgemachte Pasta zuzubereiten? Du brauchst Allzweckmehl, Eier, Salz und etwas Olivenöl. Wie beginnen wir mit der Herstellung von Pasta? Machen Sie zunächst eine Mulde in der Mitte des Mehls und schlagen Sie die Eier hinein.
Was ist der nächste Schritt nach dem Knacken der Eier? Das Mehl nach und nach in die Eier einarbeiten, bis ein Teig entsteht. Wie lange sollten wir den Teig kneten? Den Teig circa 5 bis 7 Minuten kneten, bis er glatt und elastisch wird. Was machen wir als nächstes, wenn der Teig fertig ist? Lassen Sie den Teig abgedeckt etwa 30 Minuten ruhen, um das Gluten zu entspannen. Wie formen wir die Pasta nach der Ruhezeit? Sie können den Teig mit einer Nudelmaschine ausrollen und in die gewünschten Formen wie Spaghetti oder Fettoxine schneiden. Was ist, wenn wir keine Nudelmaschine haben? Keine Sorge. Sie können den Teig von Hand ausrollen und mit einem scharfen Messer in Streifen schneiden. Wie lange sollten wir die frischen Nudeln kochen? Frische Nudeln garen viel schneller als getrocknete Nudeln. In kochendem Salzwasser dauert es normalerweise etwa 2 bis 4 Minuten. Welche Saucenoptionen passen zu hausgemachter Pasta? Sie können klassische Tomatensauce, cremige Alfredo-Sauce oder eine einfache Knoblauch-Olivenöl-Sauce probieren. Können wir die hausgemachten Nudeln für den späteren Gebrauch aufbewahren? Ja, Sie können die Nudeln auf einem Wäscheständer trocknen oder für zukünftige Mahlzeiten einfrieren. Wie koche ich die gefrorene hausgemachte Pasta am besten? Kochen Sie die gefrorenen Nudeln direkt aus dem Tiefkühlfach in kochendem Wasser für ein paar zusätzliche Minuten. Danke, dass du den Prozess geteilt hast, Anna. Ich kann es kaum erwarten, frische Pasta zu Hause zuzubereiten. Gern geschehen, John. Genießen Sie die Genugtuung hausgemachter Pasta. Die Mühe lohnt sich. Das werde ich, Anna. Lassen Sie uns die Freude am Kochen genießen und köstliche hausgemachte Mahlzeiten genießen. Lektion 13. Planung einer historischen Reise. Ich kann es kaum erwarten, in die Geschichte einzutauchen. Wir sollten auf jeden Fall eine Reise planen. Das klingt nach einer fantastischen Idee. Für welche historischen Ziele interessieren Sie sich? Ich wollte schon immer Rom besuchen und antike römische Ruinen erkunden. Rom ist eine gute Wahl. Das Kolosseum und das Forum Romanum sind Attraktionen, die man gesehen haben muss. Gibt es noch andere historische Orte, die du in Europa empfiehlst? Athen in Griechenland ist ein weiteres faszinierendes Reiseziel mit unglaublichen historischen Städten wie der Akropolis. Was ist mit historischen Zielen außerhalb Europas? Ägypten ist reich an Geschichte. Die Pyramiden von Gizeh und das Tal der Könige sind ikonische Orte, die es zu erkunden gilt. Das klingt faszinierend. Wie wäre es mit historischen Reisen innerhalb unseres eigenen Landes? Washington, D.C. ist eine Fundgrube an Geschichte mit Sehenswürdigkeiten wie der National Mall und den Smithsonian Museums. Sollten wir Führungen in Betracht ziehen oder auf eigene Faust erkunden? Das hängt vom Reiseziel und Ihren Vorlieben ab. Geführte Touren können fundiertes Wissen vermitteln, aber die Erkundung auf eigene Faust ermöglicht Flexibilität. Wie können wir das Beste aus unserer historischen Reise machen? Informieren Sie sich vorab über die historische Bedeutung der einzelnen Städten und ziehen Sie in Betracht, lokale Führer zu beauftragen, um tiefere Einblicke zu erhalten.
Gibt es eine bestimmte Jahreszeit, die sich am besten für historische Reisen eignet? Es ist ideal, um die Hauptreisezeiten zu vermeiden, um ein angenehmeres Erlebnis zu haben. Erkundigen Sie sich nach Nebensaisonen oder Nebenzeiten. Was sollten wir für eine historische Reise einpacken? Bequeme Schuhe zum Gehen, leichte Kleidung und vergessen Sie nicht, eine Kamera zu haben, um die Erinnerungen festzuhalten. Gibt es kulturelle Bräuche oder Etikette, die wir beachten sollten? Informieren Sie sich über die lokalen Gepflogenheiten und zeigen Sie Respekt vor historischen Städten, indem Sie bestimmte Regeln oder Richtlinien befolgen. Wie können wir unsere historische Reise lehrreicher und ansprechender gestalten? Besuchen Sie Museen, besuchen Sie historische Nachstellungen und nehmen Sie an interaktiven Erlebnissen teil, die an den Städten angeboten werden. Danke für all diese wertvollen Einblicke, Anna. Ich freue mich darauf, unser historisches Abenteuer zu planen. Gern geschehen, John. Begeben wir uns auf eine Zeitreise und entdecken wir die Wunder der Geschichte. Ich stimme zu, Anna. Auf bereichernde Erlebnisse und den Nervenkitzel, die Vergangenheit zu erkunden. Lektion 14: Elektroautos erkunden. Die Reichweite der Elektroautos scheint beeindruckend. Sind sie im Vergleich zu herkömmlichen Autos ziemlich erschwinglich? Ja, Elektroautos sind in den letzten Jahren erschwinglicher geworden, insbesondere durch staatliche Anreize und Steuergutschriften. Wie weit können Elektroautos normalerweise mit einer einzigen Ladung fahren? Die Reichweite variiert je nach Modell, aber viele Elektroautos können mit voller Ladung über 200 Meilen zurücklegen. Stehen genügend Ladestationen für Fernreisen zur Verfügung? Die Ladeinfrastruktur wächst rasant, und es gibt heute viele Ladestationen entlang wichtiger Autobahnen und in städtischen Gebieten. Wie lange dauert es, ein Elektroauto aufzuladen? Die Ladezeiten variieren je nach Ladetyp. Schnellladegeräte können in etwa 30 Minuten bis einer Stunde eine 80-prozentige Ladung bereitstellen. Gibt es verschiedene Arten von Ladegeräten? Ja, es gibt Level 1 Ladegeräte, die eine normale Haushaltssteckdose verwenden, Level 2 Ladegeräte für die Installation zu Hause und schnelle DC-Ladegeräte für den öffentlichen Gebrauch. Können Elektroautos zu Hause aufgeladen werden? Absolut. Die meisten Besitzer von Elektroautos laden ihre Fahrzeuge zu Hause mit einem Level 2 Ladegerät auf, das eine professionelle Installation erfordert. Gibt es Wartungsunterschiede zwischen Elektro- und herkömmlichen Autos? Elektroautos haben weniger bewegliche Teile und benötigen daher im Vergleich zu herkömmlichen Autos mit Verbrennungsmotor im Allgemeinen weniger Wartung. Was ist mit den Kosten für Strom im Vergleich zu Benzin? Elektroautos sind in der Regel günstiger zu betanken als Benzinautos, da die Stromkosten im Allgemeinen niedriger sind als die Benzinpreise. Gibt es staatliche Anreize für den Kauf von Elektroautos? Ja, viele Regierungen bieten Anreize wie Steuergutschriften, Rabatte und ermäßigte Zulassungsgebühren, um die Einführung von Elektroautos zu fördern. Wie steht es mit den Umweltauswirkungen von Elektroautos? Elektroautos produzieren keine Auspuffelmissionen, was zur Reduzierung der Luftverschmutzung und der Treibhausgasemissionen beiträgt.
Können Elektroautos so leistungsstark sein wie herkömmliche Autos? Elektroautos können eine beeindruckende Beschleunigung und Leistung bieten, wobei der Elektromotor sofort das Drehmoment abgibt. Gibt es verschiedene Arten von Elektroautos? Ja, es gibt vollelektrische Autos, Plug-in-Hybridautos, die Elektro- und Benzinantrieb kombinieren, und Elektroautos mit erweiterter Reichweite. Was ist die Lebensdauer der Batterie eines Elektroautos? Die Lebensdauer einer Elektroautobatterie ist unterschiedlich, aber die meisten Hersteller bieten Garantien an, die den Verschleiß über eine bestimmte Anzahl von Jahren oder Meilen abdecken. Gibt es irgendwelche Nachteile beim Besitz eines Elektroautos? Die begrenzte Ladeinfrastruktur in einigen Gebieten und die höheren Vorabkosten im Vergleich zu herkömmlichen Autos sind zu berücksichtigende Faktoren. Danke für all die Informationen, Anna. Elektroautos scheinen sicherlich eine praktikable Option zu sein. Gern geschehen, John. Elektroautos haben einen langen Weg zurückgelegt, und sie bieten viele Vorteile für die Umwelt und ihren Geldbeutel. Ich stimme zu, Anna. Lassen Sie uns die Welt der Elektroautos erkunden und eine fundierte Entscheidung treffen. Lektion 15. Reisen und Sicherheit an Geldautomaten. Ich plane eine Auslandsreise. Ist es sicher, Geldautomaten in anderen Ländern zu benutzen? Die Verwendung von Geldautomaten ist im Allgemeinen sicher, aber es ist wichtig, einige Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um Ihre Finanzinformationen zu schützen. Was sind einige Tipps für die sichere Verwendung von Geldautomaten auf Reisen? Informieren Sie Ihre Bank über Ihre Reisepläne, damit Ihre Transaktionen im Ausland nicht als verdächtig gekennzeichnet werden. Sollte ich Geldautomaten in Banken oder an öffentlichen Orten benutzen? Im Allgemeinen ist es sicherer, Geldautomaten in Banken zu benutzen, da sie überwacht werden und es weniger wahrscheinlich ist, dass sie manipuliert werden. Gibt es irgendwelche Anzeichen von Manipulation, auf die ich achten sollte? Ja, überprüfe das Kartenlesegerät oder die Tastatur auf lose oder ungewöhnliche Anhänge und bedecke deine Hand, wenn du deine PIN eingibst. Was ist mit der Nutzung von Geldautomaten in überfüllten Gebieten? Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Geldautomaten an überfüllten Orten benutzen, da das Risiko, dass jemand versucht, Ihre Daten zu stehlen, höher ist. Soll ich es vermeiden, nachts Geldautomaten zu benutzen? Wenn möglich, ist es am besten, Geldautomaten bei Tageslicht zu benutzen, wenn mehr Menschen in der Nähe sind und die Sicht besser ist. Gibt es Alternativen zur Verwendung von Geldautomaten, um auf Reisen auf Geld zuzugreifen? Erwägen Sie, eine Mischung aus Bargeld und der Verwendung einer Prepaid-Reisekarte mitzunehmen, was eine sicherere Option für die Verwaltung Ihrer Ausgaben sein kann. Was muss ich tun, wenn meine Karte im Geldautomaten stecken bleibt? Lassen Sie den Geldautomaten nicht unbeaufsichtigt. Wenden Sie sich umgehend an Ihre Bank und informieren Sie sie über die Situation. Soll ich meine ATM-Transaktionen auf Reisen aufzeichnen? Ja, es ist eine gute Idee, den Überblick über Ihre Abhebungen am Geldautomaten zu behalten und Ihr Konto auf unbefugte Transaktionen zu überwachen. Ist es ratsam, öffentliches WLAN zu verwenden, wenn ich an einem Geldautomaten auf mein Bankkonto zugreife? Vermeiden Sie es am besten, öffentliches WLAN für vertrauliche Transaktionen zu verwenden. Halten Sie sich an sichere Netzwerke oder verwenden Sie Ihre mobilen Daten. Kann ich meine Debitkarte für Einkäufe auf Reisen verwenden?
Ja, Sie können Ihre Debitkarte für Einkäufe verwenden, aber seien Sie vorsichtig und verwenden Sie sie nur in seriösen Einrichtungen. Was passiert, wenn meine Debitkarte auf Reisen verloren geht oder gestohlen wird? Wenden Sie sich umgehend an Ihre Bank, um den Verlust oder Diebstahl zu melden. Sie können Ihnen helfen, die Karte zu sperren und eine Ersatzkarte auszustellen. Danke für den wertvollen Rat, Anna. Ich werde diese Tipps während meiner Reise unbedingt berücksichtigen. Gern geschehen, John. Bleiben Sie wachsam und genießen Sie Ihre Reisen in aller Ruhe. Das werde ich, Anna. Auf sichere und sorgenfreie Abenteuer auf der ganzen Welt. Lektion 16: Reiseziele entdecken. Ich bin immer wieder erstaunt über die Vielfalt der Reiseziele. Wie findest du normalerweise Informationen über sie, Anna? Es gibt mehrere Möglichkeiten, nach Reisezielen zu suchen. Ich verwende oft eine Kombination aus Online-Ressourcen, Reiseführern und Empfehlungen von Freunden. Welche Online-Ressourcen findest du am nützlichsten? Ich verlasse mich auf Reisewebsites wie TripAdvisor und Lonely Planet, um Bewertungen, Empfehlungen und Informationen zu Attraktionen und Unterkünften zu erhalten. Gibt es bestimmte Funktionen auf diesen Websites, die Sie hilfreich finden? Ja, ich finde die nutzergenerierten Bewertungen und Bewertungen besonders wertvoll, um mir ein Bild davon zu machen, was mich von einem Reiseziel erwartet. Wie wäre es mit Social-Media-Plattformen? Benutzt du sie als Reiseinspiration? Unbedingt. Social-Media-Plattformen wie Instagram und Pinterest eignen sich hervorragend, um atemberaubende Fotos zu finden und sich von den Erlebnissen anderer Reisender inspirieren zu lassen. Was ist mit Reiseblogs? Findest du sie nützlich? Ja, Reiseblogs können ausführliche Informationen, persönliche Erfahrungen und praktische Tipps zu verschiedenen Reisezielen bieten, was ich sehr hilfreich finde. Hast du irgendwelche Lieblingsreiseblogger oder Websites, denen du folgst? Ich habe ein paar beliebte Reiseblogger, deren Schreibstil und Empfehlungen bei mir Anklang finden. Es ist immer gut, Quellen zu finden, die Ihren Vorlieben entsprechen. Wie wäre es mit Reiseführern? Benutzt du sie im digitalen Zeitalter immer noch? Reiseführer können immer noch nützlich sein, vor allem, wenn Sie es vorziehen, eine greifbare Ressource mit Karten, lokalen Einblicken und Reisevorschlägen zu haben. Gibt es bestimmte Herausgeber von Reiseführern, die Sie empfehlen? Lonely Planet, Rook Guides und Fodor sind bekannte Verlage, die umfassende und zuverlässige Reiseführer für verschiedene Reiseziele anbieten. Berücksichtigen Sie Empfehlungen von Freunden und Familie bei der Auswahl eines Reiseziels? Unbedingt. Persönliche Empfehlungen können von unschätzbarem Wert sein, da sie Einblicke von Personen erhalten, denen sie vertrauen und die Erfahrungen aus erster Hand haben. Gibt es andere Quellen, auf die Sie sich für Reiseinformationen verlassen? Reiseforen und Online-Communities, in denen Mitreisende ihre Erfahrungen austauschen und Fragen beantworten, können ebenfalls eine gute Informationsquelle sein. Wie wäre es mit Reisebüros? Konsultieren Sie sie jemals für Reisezielempfehlungen? Während ich meine Reisen größtenteils unabhängig plane, können Reisebüros hilfreich sein, insbesondere wenn Sie spezielle Beratung suchen oder komplexe Reiserouten planen.
Hast du irgendwelche Tipps für jemanden, der gerade erst anfängt, nach Reisezielen zu suchen? Beginnen Sie breit gefächert, indem Sie verschiedene Reiseziele online erkunden, Reiseblogs lesen und sich inspirieren lassen. Grenzen Sie es dann anhand Ihrer Interessen und Vorlieben ein. Vielen Dank, dass du deine Reiseforschungsmethoden geteilt hast, Anna. Ich freue mich darauf, mit der Planung meines nächsten Abenteuers zu beginnen. Gern geschehen, John. Genießen Sie die Reise, neue Ziele zu entdecken und unvergessliche Erinnerungen zu schaffen. Das werde ich, Anna. Auf die Freude am Erkunden und den Nervenkitzel, neue Horizonte zu entdecken. Lektion 17: Synthetische Pinsel für Wasserfarben. Ich habe gehört, dass synthetische Pinsel erschwinglich sind und sich gut für Wasserfarben eignen. Funktionieren sie sowohl für Wasserfarben als auch für andere Medien? Ja, synthetische Pinsel sind vielseitig und können mit verschiedenen Medien verwendet werden, darunter Wasserfarben, Acrylfarben und Gouache. Sind synthetische Pinsel so gut wie Naturhaarbürsten für Wasserfarben? Während natürliche Haarbürsten ihre eigenen einzigartigen Eigenschaften haben, haben synthetische Pinsel einen langen Weg zurückgelegt und können hervorragende Ergebnisse für Wasserfarben liefern. Was macht synthetische Pinsel zu einer guten Wahl für Wasserfarben? Synthetische Pinsel sind dafür bekannt, dass sie Wasser und Pigmente gut aufnehmen können, was gleichmäßige und kontrollierte Pinselstriche bei der Aquarellmalerei ermöglicht. Gibt es verschiedene Arten von synthetischen Pinseln für Wasserfarben? Ja, es sind verschiedene Formen und Größen erhältlich, zum Beispiel Rund-, Flach- und Filbertpinsel, die jeweils für unterschiedliche Techniken und Effekte geeignet sind. Wie schneiden synthetische Pinsel in Bezug auf die Haltbarkeit ab? Synthetische Bürsten sind im Allgemeinen haltbarer als Naturhaarbürsten, da sie weniger anfällig für Schäden durch Wasser und Lösungsmittel sind. Können synthetische Pinsel die Weichheit natürlicher Haarbürsten nachahmen? Während synthetische Pinsel möglicherweise nicht die exakte Weichheit natürlicher Haarbürsten haben, können einige hochwertige synthetische Pinsel in Bezug auf die Leistung nahe kommen. Benötigen synthetische Pinsel eine besondere Pflege oder Reinigung? Synthetische Bürsten sind leichter zu reinigen als Naturhaarbürsten. Spülen Sie sie einfach nach jedem Gebrauch gründlich mit Wasser und milder Seife ab. Können Sie bestimmte Marken oder Serien von synthetischen Pinseln für Wasserfarben empfehlen? Einige beliebte Marken für synthetische Aquarellpinsel sind Princeton, Escoda Versatil und Da Vinci Cosmotop Spin. Gibt es budgetfreundliche Optionen für synthetische Pinsel? Ja, es gibt erschwingliche synthetische Pinselsets von verschiedenen Marken, sodass sie für Künstler mit kleinem Budget zugänglich sind. Können Anfänger synthetische Pinsel für Wasserfarben verwenden? Unbedingt. Synthetische Pinsel sind eine gute Wahl für Anfänger, da sie eine gute Leistung bieten, ohne den höheren Preis von Naturhaarbürsten zu haben. Gibt es irgendwelche Einschränkungen bei der Verwendung von synthetischen Pinseln für Wasserfarben? Synthetische Pinsel können möglicherweise nicht so viel Wasser aufnehmen wie natürliche Haarbürsten, was sich auf bestimmte Techniken wie das Malen von Nass in Nass auswirken kann. Sie eignen sich jedoch immer noch gut für die meisten Aquarelltechniken. Können Künstler mit synthetischen Pinseln feine Details erzielen? Ja, synthetische Pinsel können für feine Details in der Aquarellmalerei verwendet werden.
Suchen Sie nach Pinseln mit einer spitzen Spitze oder versuchen Sie es mit einem Lina-Pinsel. Vielen Dank, dass du dein Wissen über synthetische Pinsel für Aquarelle geteilt hast, Anna. Ich freue mich darauf, sie in meinem nächsten Bild auszuprobieren. Gern geschehen, John. Viel Spaß beim Erkunden der Vielseitigkeit synthetischer Pinsel und viel Spaß mit Ihren Aquarellkreationen. Das werde ich, Anna. Auf die Freude am Malen und die unendlichen Möglichkeiten des künstlerischen Ausdrucks. Lektion 18: Hobbys und Interessen teilen. Ich wollte dich fragen, Anna, was sind deine Hobbys und Interessen? Ich mag eine Vielzahl von Hobbys. Ich liebe es zu malen, zu lesen, im Garten zu arbeiten und neue Wanderwege zu erkunden. Das klingt wunderbar. Ich teile auch einige dieser Interessen. Übrigens, haben Sie noch andere Hobbys, die Sie nicht erwähnt haben? Ja, ich koche auch gerne und probiere gerne neue Rezepte aus. Es ist ein kreatives Ventil für mich, und ich finde es ziemlich entspannend. Kochen ist ein fantastisches Hobby. Welche Art von Küche kochst du am liebsten? Ich mag besonders die mediterrane Küche. Die frischen Zutaten und die lebendigen Aromen inspirieren mich in der Küche immer wieder. Das ist toll zu hören. Ich bin auch ein Fan von mediterranem Essen. Hast du ein Lieblingsgericht, das du gerne kochst? Einer meiner Favoriten ist hausgemachte Pasta mit einer einfachen Tomatensauce und frischem Basilikum. Es ist ein Klassiker, der immer wieder zu befriedigen vermag. Hausgemachte Pasta klingt köstlich. Irgendwann muss ich versuchen, es zu machen. Gibt es noch andere Hobbys oder Interessen, die du teilen möchtest? Ich habe auch ein großes Interesse an Fotografie. Es macht mir Spaß, Momente festzuhalten und verschiedene Perspektiven durch das Objektiv zu erkunden. Die Fotografie ist eine wunderbare Möglichkeit, Kreativität auszudrücken und Erinnerungen festzuhalten. Hast du ein Lieblingsmotiv zum Fotografieren? Natur und Landschaften sind meine Lieblingsmotive. Es gibt so viel Schönes auf der Welt, und ich liebe es, es fotografisch festzuhalten. Naturfotografie kann wirklich faszinierend sein. Haben Sie jemals Ihre Fotos ausgestellt oder darüber nachgedacht, sie online zu teilen? Ich habe meine Arbeiten noch nicht ausgestellt, aber ich teile einige meiner Lieblingsfotos auf Social-Media-Plattformen wie Instagram. Das ist fantastisch. Ich werde sicherstellen, dass ich mir deine Fotos auf Instagram ansehe. Gibt es noch andere Hobbys oder Interessen, die du erwähnen möchtest? Ich mag auch Yoga und Achtsamkeitspraktiken. Sie helfen mir, Gleichgewicht, Entspannung und inneren Frieden in meinem täglichen Leben zu finden. Yoga und Achtsamkeit sind wunderbare Übungen für Körper und Geist. Hast du irgendwelche Lieblings-Yoga-Posen oder Achtsamkeitstechniken? Ich finde die Pose in den Bergen und die Meditation der liebenden Güte besonders wohltuend. Sie helfen mir, mich auf der Erde zu fühlen und Mitgefühl zu entwickeln. Das sind großartige Entscheidungen. Ich muss sie in meine eigene Routine integrieren. Danke, dass du deine Hobbys und Interessen teilst, Anna. Gern geschehen, John. Es ist immer schön, sich über gemeinsame Leidenschaften zu verbinden. Ich freue mich darauf, auch mehr über Ihre Hobbys zu erfahren. Ebenso, Anna. Auf die Freude, unseren Interessen nachzugehen und Erfüllung in unseren Hobbys zu finden. Lektion 19: Die Natur erkunden.
Ich kann es kaum erwarten, die Natur zu erkunden. Die frische Luft, die wunderschönen Landschaften und das Gefühl von Abenteuer begeistern mich. Ich auch nicht. In der Natur zu sein ist verjüngend. Es ermöglicht uns, uns von der Hektik des Lebens zu lösen und die Wunder um uns herum zu schätzen. Absolut. Ich freue mich darauf, durch die Pfade zu wandern, versteckte Juwelen zu entdecken und in die Ruhe der Wildnis einzutauchen. Es wird eine wundervolle Erfahrung sein. Ich kann mir schon die atemberaubende Aussicht und das Zwitschern der Vögel in den Bäumen vorstellen. Die Natur erinnert uns an ihre Schönheit und erinnert uns daran, langsamer zu werden und die einfachen Freuden zu schätzen. Ich bin dankbar für diese Gelegenheit. Die Natur hat eine Art, uns zu verankern und die Dinge ins rechte Licht zu rücken. Ich bin dankbar, diese Erfahrung mit dir teilen zu können, John. Ebenso, Anna. Wir werden viel Spaß beim Erkunden, Fotografieren und gemeinsamen Schaffen bleibender Erinnerungen haben. Ich habe meine Kamera eingepackt und kann es kaum erwarten, die Essenz unseres Outdoor-Abenteuers einzufangen. Die Natur bietet uns endlose Inspiration. Ich freue mich darauf, Ihre Fotos zu sehen und die Magie der Natur durch Ihre Linse zu erleben. Wir werden eine visuelle Geschichte haben, die wir in Ehren halten werden. Die Natur hat so viel zu bieten, majestätische Berge, ruhige Seen und eine lebendige Flora. Es ist eine Leinwand von sich ständig verändernder Schönheit. Ich stimme zu. Wir werden die Wunder der Natur hautnah erleben und es wird uns daran erinnern, wie unglaublich unser Planet wirklich ist. Machen wir das Beste aus unserer Zeit in der Natur, indem wir den Frieden genießen, den sie mit sich bringt, und uns mit den Elementen verbinden, die uns umgeben. Absolut. Wir wandern, atmen frische Luft ein und spüren die Sonne auf unserer Haut. Es ist eine Gelegenheit, neue Energie zu tanken und Harmonie in der Umarmung der Natur zu finden. Die Natur hat eine Art, unsere Seele zu nähren und unseren Geist zu verjüngen. Ich bin dankbar für diese Gelegenheit, in ihre Umarmung einzutauchen. Ich hätte es nicht besser sagen können. Begeben wir uns auf dieses Abenteuer, öffnen wir unser Herz für die Wunder der Natur und schaffen wir Erinnerungen, die ein Leben lang anhalten werden. Lektion 20: Planung einer Wanderreise. Malerische Wanderwege klingen perfekt. Ich freue mich darauf, eine Wanderung zu unternehmen. Es wird eine großartige Möglichkeit sein, sich mit der Natur zu verbinden. Absolut. Die Erkundung malerischer Wanderwege ermöglicht es uns, die Schönheit der Natur zu erleben und uns körperlich herauszufordern. Auf jeden Fall. Lass uns jetzt herausfinden, wie wir zu diesen Pfaden kommen können. Haben Sie irgendwelche Vorschläge zum Transport? Wir könnten zum Ausgangspunkt fahren, wenn er in angemessener Entfernung liegt. Andernfalls könnten wir in Betracht ziehen, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen oder Fahrgemeinschaften mit Freunden zu bilden. Guter Punkt. Autofahren würde uns mehr Flexibilität bieten, insbesondere wenn wir mehrere Wanderwege erkunden oder über einen längeren Zeitraum bleiben möchten. Außerdem können wir mit unserem eigenen Fahrzeug die notwendige Ausrüstung wie Rucksäcke, Wanderschuhe und Campingausrüstung mitbringen. Das stimmt. Wir müssen sicherstellen, dass wir die richtige Ausrüstung und Vorräte für die Reise haben. Was sollten wir bei der Planung noch berücksichtigen? Es ist wichtig, sich im Voraus über die Wanderwege zu informieren, einschließlich ihres Schwierigkeitsgrades, ihrer Länge und aller erforderlichen Genehmigungen oder Gebühren. Absolut. Wir wollen Wege wählen, die zu unserer Wandererfahrung und unseren körperlichen Fähigkeiten passen.
Sicherheit sollte immer Priorität haben. Außerdem sollten wir die Wettervorhersage überprüfen und entsprechend packen. Mehrlagige Kleidung, Sonnencreme und Insektenschutzmittel sind unverzichtbar. Gut überlegt. Wenn wir auf verschiedene Wetterbedingungen vorbereitet sind, können wir ein komfortables und angenehmes Wandererlebnis haben. Aus Sicherheitsgründen sollten wir auch jemanden über unsere Wanderpläne informieren, einschließlich des Weges, auf dem wir uns befinden, und unserer voraussichtlichen Rückkehrzeit. Tolle Idee. Es ist wichtig, jemanden zu haben, der unseren Aufenthaltsort kennt, falls es zu unerwarteten Situationen kommt. Vergessen wir nicht, viel Wasser und Snacks mitzubringen, um während unserer Wanderungen hydratisiert und voller Energie zu bleiben. Absolut. Flüssigkeitszufuhr und Ernährung sind entscheidend, um unser Energieniveau aufrechtzuerhalten und die Trails in vollen Zügen zu genießen. Mit all diesen Überlegungen im Hinterkopf sind wir gut vorbereitet, um unser Wanderabenteuer zu beginnen und das Beste aus den malerischen Wanderwegen herauszuholen. Dem stimme ich voll und ganz zu. Lassen Sie uns unsere Route planen, unsere Ausrüstung zusammenstellen und uns auf eine unvergessliche Reise durch die Wunder der Natur vorbereiten. Lektion 21: Nachbereitung nach dem Interview. Nach dem Interview ist es wichtig, eine Folge-E-Mail zu senden. Es zeigt Professionalität und Dankbarkeit für die Gelegenheit. Absolut. Das Senden einer kurzen und durchdachten E-Mail kann beim Interviewer einen positiven Eindruck hinterlassen und Sie auf dem Radar halten. Was sollten wir in die E-Mail aufnehmen? Irgendwelche Tipps, wie man es effektiv strukturieren kann? Bedanken Sie sich zunächst für das Interview und danken Sie dem Interviewer für seine Zeit und Rücksichtnahme. Das ergibt Sinn. Wertschätzung zu zeigen ist eine höfliche Art, die Mühe anzuerkennen, die der Interviewer in den Prozess gesteckt hat. Erwähnen Sie als nächstes kurz etwas Spezielles aus dem Interview, das Ihnen aufgefallen ist oder bei Ihnen Anklang gefunden hat. Es zeigt, dass Sie aufmerksam waren. Guter Punkt. Wenn Sie auf einen bestimmten Diskussionspunkt verweisen, zeigen Sie Ihr Engagement und Ihr echtes Interesse an der Rolle. Bekunden Sie dann erneut Ihre Begeisterung für die Position und Ihr Vertrauen in Ihre Fähigkeit, einen Beitrag zum Unternehmen oder zur Organisation zu leisten. Es ist wichtig, dass Sie Ihre Leidenschaft und Ihren Glauben an Ihre Qualifikationen vermitteln. Dies trägt dazu bei, Ihre Kandidatur für die Stelle zu stärken. Schließen Sie die E-Mail abschließend, indem Sie Ihr anhaltendes Interesse an der Gelegenheit und Ihre Bereitschaft bekunden, bei Bedarf zusätzliche Informationen bereitzustellen. Mit einer positiven Note zu beenden und die Tür für weitere Kommunikation offen zu lassen, ist ein guter Abschluss der E-Mail. Exakt. Halten Sie die E-Mail kurz, professionell und fehlerfrei. Lesen Sie es vor dem Senden, um Klarheit und Richtigkeit zu gewährleisten. Liebe zum Detail ist entscheidend. Eine gut gestaltete und fehlerfreie E-Mail wirkt sich positiv auf Ihre Kommunikationsfähigkeiten aus. Und vergessen Sie nicht, den Interviewer mit seinem Namen anzusprechen und eine professionelle Anrede wie mit freundlichen Grüßen oder mit freundlichen Grüßen zu verwenden. Es ist wichtig, die richtige Etikette zu verwenden und während der gesamten E-Mail einen professionellen Ton beizubehalten, um einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Wenn Sie alles überprüft haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Senden und warten Sie geduldig auf eine Antwort. Die Nachverfolgung zeigt, dass Sie proaktiv sind. Geduldiges Warten ist unerlässlich. Es ist wichtig, dem Interviewer Zeit zu geben, die Informationen zu verarbeiten und eine Entscheidung zu treffen.
Und denken Sie daran, auch wenn Sie den Job nicht bekommen, kann die Beibehaltung einer positiven und professionellen Einstellung zu zukünftigen Chancen führen. Das stimmt. Die Vernetzung und der Aufbau positiver Beziehungen in der Branche können Türen zu neuen Möglichkeiten öffnen. Lassen Sie uns also diese Folge-E-Mail verfassen und sicherstellen, dass sie unsere Dankbarkeit, Begeisterung und Professionalität widerspiegelt. Einverstanden. Durch das Senden einer gut gestalteten E-Mail hinterlassen wir einen positiven Eindruck und erhöhen unsere Erfolgschancen. Lektion 22: Partyvorbereitung und Schuhkauf. Für die Party müssen wir sicherstellen, dass wir gut vorbereitet sind. Hast du darüber nachgedacht, was du anziehen wirst? Absolut. Ich habe mir schon ein Kleid ausgesucht, suche aber nach neuen Schuhen, um das Outfit zu vervollständigen. Das ist eine gute Idee. Das richtige Paar Schuhe kann ihren gesamten Look aufwerten. Nach welcher Art von Schuhen suchst du? Ich denke an etwas Elegantes und Bequemes. Vielleicht ein paar Absätze, in denen ich tanzen kann, ohne auf Komfort zu verzichten. Komfort ist entscheidend, besonders wenn Sie den größten Teil des Abends auf den Beinen sind. Haben Sie darüber nachgedacht, nach Absätzen mit gepolsterten Innensohlen zu suchen? Ja, auf jeden Fall. Gepolsterte Einlegesohlen würden für zusätzlichen Komfort sorgen und mir helfen, die Party ohne Beschwerden zu genießen. Großartig. Was ist mit dem Stil und der Farbe? Willst du etwas, das zu deinem Kleid passt oder etwas, das auffällt? Ich möchte etwas, das zu meinem Kleid passt, vorzugsweise in einer neutralen Farbe wie Schwarz oder Nude. Es wird auch für zukünftige Veranstaltungen vielseitig einsetzbar sein. Neutrale Farben sind eine sichere Wahl. Sie passen in der Regel gut zu verschiedenen Outfits. Haben Sie in Online-Shops oder Boutiquen nachgesehen? Ja, ich habe im Internet gestöbert und Bewertungen gelesen, um ein seriöses Geschäft mit einer guten Auswahl zu finden. Ich möchte sicherstellen, dass ich hochwertige Schuhe bekomme. Das ist ein kluger Ansatz. Wenn Sie Bewertungen lesen, können Sie sich ein Bild vom Komfort und der Haltbarkeit des Schuhs machen. Hattest du bisher Glück? Ich habe ein paar Optionen gefunden, die vielversprechend aussehen. Ich werde wahrscheinlich ein Paar bestellen, um es anzuprobieren und zu sehen, welches am besten passt. Sie anzuprobieren ist entscheidend. Es ist wichtig, dass die Schuhe richtig sitzen und Ihre Füße ausreichend stützen. Absolut. Schlecht sitzende Schuhe können zu Beschwerden und sogar zu Fußproblemen führen. Das möchte ich um jeden Preis vermeiden. Wenn du das perfekte Paar gefunden hast, vergiss nicht, sie kurz vor der Party einzupacken, damit sie bequemer zu tragen sind. Guter Punkt. Ich werde sie für kurze Zeit im Haus tragen, um mich an sie zu gewöhnen und Überraschungen auf der Party zu vermeiden. Das ist ein kluger Ansatz. Es ist besser, vorbereitet und bequem zu sein, als sich während der Veranstaltung mit neuen Schuhen zu quälen. Auf jeden Fall. Ich möchte die Party ohne Ablenkungen in vollen Zügen genießen. Das richtige Paar Schuhe zu finden, ist ein wichtiger Teil davon. Ich bin sicher, du findest das perfekte Paar. Ihr Outfit wird komplett sein und Sie werden bereit sein, eine tolle Zeit auf der Party zu haben. Danke für deine Unterstützung, John. Ich freue mich darauf, die idealen Schuhe zu finden und die ganze Nacht durchzutanzen. Gern geschehen, Anna. Ich kann es kaum erwarten, dich verkleidet zu sehen und dich zu amüsieren. Es wird ein unvergesslicher Abend für uns beide.
Lektion 23. Zu Fuß erkunden, versteckte Juwelen entdecken. Ich stimme zu, die Erkundung zu Fuß ermöglicht es, versteckte Gassen und bezaubernde Orte zu entdecken, die wir beim Fahren vielleicht übersehen. Absolut. Gehen gibt uns die Möglichkeit, langsamer zu werden, unsere Umgebung zu beobachten und auf einzigartige Orte zu stoßen. Es ist faszinierend, wie viel wir entdecken können, wenn wir nur einen gemütlichen Spaziergang durch unser Viertel oder eine neue Stadt machen. Ich liebe es, auf malerische Cafés, lokale Boutiquen oder wunderschöne Parks zu stoßen, die mir sonst nicht aufgefallen wären. Es ist, als würde man sich auf ein Mini-Abenteuer begeben. Jede Ecke birgt das Potenzial für eine entzückende Überraschung oder ein verstecktes Juwel. Und es geht nicht nur um die Ziele. Die Reise selbst wird angenehm, wenn Sie die Sehenswürdigkeiten, Geräusche und die Atmosphäre genießen. Das stimmt. Gehen ermöglicht es uns, in die lokale Kultur einzutauchen und uns stärker mit dem Ort verbunden zu fühlen. Außerdem ist es eine großartige Möglichkeit, aktiv zu bleiben und Bewegung in unseren Alltag zu integrieren, ohne dass es sich wie eine lästige Pflicht anfühlt. Gehen ist eine Übung mit geringen Auswirkungen, die sowohl unserem körperlichen als auch unserem geistigen Wohlbefinden zugutekommt. Es ist eine Win-Win-Situation. Und es ist auch umweltfreundlich. Indem wir uns dafür entscheiden, die Gegend zu Fuß zu erkunden, reduzieren wir unseren CO2-Fußabdruck und tragen zu einer grüneren Umwelt bei. Absolut. Es ist ein kleiner, aber bedeutsamer Schritt in Richtung eines nachhaltigen Lebens und eines bewussteren Bewusstseins für unseren Einfluss auf den Planeten. Ich finde auch, dass das Gehen Möglichkeiten für spontane Interaktionen mit Einheimischen und anderen Fußgängern eröffnet. Neue Leute kennenzulernen und Gespräche zu führen, kann unseren Erkundungen eine zusätzliche Bereicherung verleihen. Und vergessen wir nicht die Möglichkeiten zum Fotografieren. Gehen ermöglicht es uns, einzigartige Momente und Perspektiven festzuhalten. Das stimmt. Jeder Schritt bietet eine neue fotografische Szene, egal ob es sich um eine atemberaubende Architektur oder eine malerische Straße handelt. Sollen wir also einen Tag einplanen, um unsere Nachbarschaft zu Fuß zu erkunden und zu sehen, welche verborgenen Schätze wir gemeinsam entdecken können? Das klingt nach einer wunderbaren Idee. Nehmen wir uns einen Tag Zeit, um zu wandern, das Unbekannte anzunehmen und bleibende Erinnerungen zu schaffen. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, welche Überraschungen uns erwarten. Auf die Freude, zu Fuß zu erkunden und versteckte Juwelen zu entdecken. Prost darauf, Anna. Lassen Sie sich von unseren Füßen leiten, wenn wir uns auf dieses Abenteuer der Entdeckung und Wertschätzung begeben. Lektion 24. Ein produktiver Tag liegt vor uns. Klingt in der Tat nach einem produktiven Tag. Wie steht's mit dir? Hast du bestimmte Aufgaben oder Ziele für heute? Ja, ich habe eine Liste von Aufgaben, die ich erledigen möchte. Zuerst muss ich einen Arbeitsbericht fertigstellen und ihn an meinen Vorgesetzten schicken. Das ist wichtig. Sobald Sie den Bericht fertiggestellt haben, werden Sie ein Erfolgserlebnis haben und können sich auf andere Aufgaben konzentrieren. Exakt. Danach plane ich, meinen Posteingang zu organisieren und auf alle ausstehenden E-Mails zu antworten. Es ist an der Zeit, das Durcheinander zu beseitigen und den Überblick zu behalten. Gute Idee. Ein übersichtlicher und organisierter Posteingang verbessert die Produktivität und stellt sicher, dass Sie keine wichtigen Nachrichten verpassen. Dann möchte ich etwas Zeit der Recherche widmen und Informationen für ein bevorstehendes Projekt sammeln. Es erfordert eine gründliche Vorbereitung.
Forschung ist für ein gut ausgeführtes Projekt unerlässlich. Nehmen Sie sich Zeit, um wertvolle Erkenntnisse zu sammeln und fundierte Entscheidungen zu treffen. Ich habe auch das persönliche Ziel, mindestens ein Kapitel aus dem Buch zu lesen, das ich beenden wollte. Es ist eine Möglichkeit, sich zu entspannen und in persönliches Wachstum zu investieren. Das ist eine tolle Angewohnheit. Lesen bietet mentale Stimulation, erweitert das Wissen und bietet eine Pause von unseren täglichen Routinen. Zum Schluss möchte ich noch eine kurze Trainingseinheit einlegen. Die Pflege unserer körperlichen Gesundheit ist genauso wichtig wie unsere Arbeitsaufgaben. Absolut. Bewegung steigert das Energieniveau, reduziert Stress und verbessert das allgemeine Wohlbefinden. Es ist eine lohnende Zeitinvestition. Das ist also mein Plan für den Tag. Das scheint viel zu sein, aber mit richtigem Zeitmanagement glaube ich, dass ich es schaffen kann. Es geht darum, Prioritäten zu setzen und konzentriert zu bleiben. Teilen Sie Ihre Aufgaben in überschaubare Teile auf, und Sie werden stetige Fortschritte machen. Das stimmt. Realistische Ziele zu setzen und organisiert zu bleiben, wird mir helfen, das Beste aus meinem Tag herauszuholen. Was ist mit dir, John? Irgendwelche spezifischen Ziele? Heute möchte ich eine Präsentation für ein bevorstehendes Meeting fertigstellen und einige wichtige Punkte für ein Kundengespräch vorbereiten. Das klingt nach wichtigen Aufgaben, die Liebe zum Detail und effektive Kommunikation erfordern. In der Tat. Darüber hinaus plane ich, meine To-Do-Liste zu überprüfen und zu aktualisieren, um sicherzustellen, dass ich mit den laufenden Projekten auf dem richtigen Weg bin. Eine gut gepflegte To-Do-Liste ist ein wertvolles Hilfsmittel, um organisiert zu bleiben und Aufgaben zu priorisieren. Sie hilft zu verhindern, dass wichtige Dinge durch das Raster rutschen. Schließlich möchte ich einige Zeit damit verbringen, neue Ideen für ein kreatives Projekt zu entwickeln, an dem ich gearbeitet habe. Es ist eine Gelegenheit, neue Perspektiven zu entdecken. Das klingt aufregend. Brainstorming-Sitzungen können Kreativität anregen und zu innovativen Lösungen führen. Ich freue mich auf einen erfüllenden und produktiven Tag. Machen wir das Beste aus unserer Zeit und erreichen wir unsere Ziele. Einverstanden. Auf einen erfolgreichen Tag voller Leistung und persönlicher Entwicklung. Lassen Sie uns mit unseren Aufgaben beginnen und sie verwirklichen. Absolut, Anna. Mögen unsere heutigen Bemühungen uns unseren Zielen näher bringen und den Weg für zukünftige Erfolge ebnen.